useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Schmuckstück Delaney's Amulett beschäftigen. Hierbei wollen wir genauer darauf eingehen, wie funktioniert eigentlich dieser Effekt, der auf dem Schmuckstück liegt, und wie verhalten sich normale Angriffe und Counterattacks, also Gegenangriffe, in einem Kampf. Dies werde ich einmal zeigen, erklären, damit ihr im Nachhinein auch ganz genau wisst, wie funktioniert dieses Item eigentlich. Abschließend werden wir noch schauen, wofür kann dieses Item gut genutzt werden und ist es gut oder gibt es andere Alternativen, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis ebenfalls auf dem gleichen Niveau sind. Wir beginnen erstmal mit der Analyse von dem Schmuckstück, um zu gucken, was müssen wir uns anschauen. So. Das Delaney's Amulett. Wie wir sehen, hereinkommender Schaden von Counterattacken. Und was meint das? Es gibt zwei verschiedene Arten von Counterattacken. Zum einen den Konter, den ihr erleidet, und den Konter, den ihr austeilt. Wann das eintritt und wie sich das verhält, das schauen wir uns nun an. Ich habe für euch hier zwei Berichte vorbereitet. Zum einen habe ich hier einen Bericht, wo ich 1 gegen 1 einfach gegen den Barbaren kämpfe. Es ist völlig egal. So, das ist ein 1 gegen 1 Bericht. Und in diesem Bericht kann man einfach ganz gut sehen, wie sich das verhält. Zum einen haben wir so die folgende Situation. Zuerst greift unser Guan Yu hier den Barbaren an. Das ist normaler Angriffsschaden. Anschließend macht der Barbar einen Gegenangriff. Das heißt, wenn wir jemanden aktiv angreifen, erhalten wir auch von diesem Gegner Counterattack Damage. Nun greift uns dieser Barbar an. Anschließend starten wir wieder einen Gegenangriff. Das heißt, pro Runde in Rise of Kingdoms haben wir 2 Angriffe. Sofern wir aktiv gegen den Gegner kämpfen. Und nun wollen wir uns anschauen, worauf es rankommt in einem Kampf mit mehreren Märschen. Ich habe hier noch 2 Berichte, bei denen ich den gleichen Barbar mit 2 Märschen angegriffen habe. Und wir wollen uns anschauen, wo liegen da die Unterschiede. Zum einen haben wir hier im Grunde genommen den Angriff, bei dem ich aktiv kämpfe. Das heißt, der Barbar und ich greifen uns aktiv gegeneinander an. Wie wir hier auch wieder sehen, haben wir wieder die Situation, dass wir im Grunde genommen den Barbar angreifen, der Barbar macht einen Counterattack. Der Barbar greift uns an, wir machen einen Counterattack. Das ist das ganz normale Verhältnis, was wir gerade gesehen haben. Jetzt wird es aber interessant, weil beispielsweise beim Swarm, das heißt, wenn wir mit mehreren Märschen einen Marsch angreifen, dann gibt es diesen Counterattack Damage, der reduziert wird, nur wenn wir aktiv angreifen. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind der Barbar, der von 2 Märschen jetzt angegriffen wird. Das Delaney's hat dann, wie wir gesehen haben, auf den ersten Marsch schon mal aktiv Einfluss genommen, weil ich greife meinen Gegner an und erleide dadurch Counterattack Damage. Hier, wie wir sehen, greifen wir jetzt mit dem Charles Hotel auch den Barbaren an. Wir fügen ihm normalen Damage zu, aber bekommen natürlich von dem Barbaren auch Counterattack Damage, aber wir erhalten als Barbar keinen Counterattack Damage von diesem zweiten Marsch. Das heißt, der erste Marsch, der uns angreift, von dem erhalten wir Counterattack Damage und das wird auch durch das Amulett reduziert. Das heißt, der Angriff, der Counterattack von diesem Marsch wird reduziert. Aber der zweite Marsch, der uns angreift, der greift uns die ganze Zeit nur mit normalen Angriffen an. Da gibt es keinen Counterattack, der auf uns fällt. Das heißt, da hat das Amulett keine Wirkung. Das heißt, wenn ihr geswarmt werdet, habt ihr keine großen Vorteile durch dieses Amulett. Aber wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen und wir sehen, okay, wir swarmen etwas oder wir greifen mit mehreren Märschen etwas an, dann ist das sehr, sehr vorteilhaft. Weil wie wir sehen, greife ich ihn beim Charles an und bekomme nur Counterattack Damage. Das heißt, all den Schaden, den ich bekomme, den reduziere ich. Nun gehen wir über zu der Frage, ist dieses Amulett sinnvoll einsetzbar und wo? Grundsätzlich, dieses Amulett ist eine Geschichte, die ihr ohne Investition von Geld oder Ähnlichem erhalten könnt. Daher ist es schon ein interessantes Item für alle Low-Spender, Free-to-Play-Spieler und Leute, die nicht viel Geld in Materialien investieren.
Ist nämlich eins der wenigen Schmuckstücke, die auf dem lila Level wirklich vernünftigen Impact haben. Mit 70 lila Materialien ist auch nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall sein Geld wert. Weil gerade wenn ihr sagt, ihr kämpft im Ark of Osiris oder ihr wollt mit mehreren Märschen im Generellen kämpfen und swarmt etwas, hat dieses Amulett immer einen hohen Einfluss für euch. Nicht unbedingt für euren Tankmarsch, aber für alle anderen Märsche, die im Grunde wirklich nur einfach angreifen und nicht von mehreren Märschen angegriffen werden. Besonders gut lässt sich dieses Amulett auch auf einer Rallye einsetzen. Beispielsweise, wenn wir uns vorstellen, wir rallyen ein Gebäude oder ähnliches, gerade im KVK, wo man nicht so oft geswarmt wird, reduzieren wir einfach den Damage, den wir von dem Gebäude die ganze Zeit bekommen. Das heißt, bei Rallyes ist dieses Amulett sehr, sehr gut. Zudem, wie schon gesagt, wenn ihr mehrere Märsche spielt im Open Field, hat dieses Amulett auch eine gute Stärke und kann sehr gut auch mit dem Buch kombiniert werden. Welches Buch meine ich? Uralte Kriegslist ist relativ neu, bekommt man aus den neuen Events und bringt euch Truppenkapazität. Dies lässt sich sehr gut mit den Delanes kombinieren, da ihr mehr Truppen habt. Damit verursacht ihr mehr Schaden, habt mehr Leben, mehr Verteidigung, weil ihr einfach mehr Truppen habt. Das heißt, das Verhältnis bufft alle eure Stats. Zudem werdet ihr mit dem Amulett gleichzeitig etwas tankiger. Mein Fazit in diesem Video hier zu diesem Amulett. Ihr müsst die Blaupause erstmal durch den Wehrturm der Barbaren zusammenbekommen. Definitiv ist im Long Run dieses Amulett eine sehr interessante Sache für eure Märsche. Auch nicht nur eins zu haben, sondern mehrere. Aber das solltet ihr erst verfolgen, sobald ihr eure generellen Equipment-Sets vorangetrieben habt. So, werte Freunde, das war heute die Folge zu Delanes Amulett. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie sich normaler Angriffsschaden von Gegenangriffsschaden unterscheidet und wie sich dieser einsetzt. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen hierzu haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.